also verschiedene Tempel gibt und die nehmen das auch nicht so ernst. Ja? In dem buddhistischen Tempel steht dann eine chinesische Statue, ein Sanam sozusagen, Götze, und in dem buddhistischen Tempel steht, und in dem chinesischen Tempel ist eine buddhistische Statue, weil es ja da auch wieder verschiedene Facetten gibt in dieser Religion. Even I was born in Malaysia. Malaysia is known as a Muslim country, but it's very sad to say that there is no da'wah in the country. In the early 60s, there is no da'wah. So majority of the people who were born there as a non-Muslim will not know anything about Islam, because the Muslim always feel that Islam belongs to them. It's not for other race. So we become an alien to them. Even we are together as a Malaysian, but the Muslim will not tell you anything about Islam. The Muslim will not give you a Quran to read. They say you are non-Muslim, you are najis, you cannot touch the Quran. So there's no way for a not yet Muslim to learn anything about Islam in the 60s in our country. Ja, und er hat gesagt, er ist ja in Malaysia geboren, also als Chinese in Malaysia geboren. Und in Malaysia sind also die meisten Leute, das ist eigentlich ein muslimisches Land, die meisten Leute sind dort Muslime. Aber leider, er sagt in den 60er Jahren, es gab da so gut wie keine Dawa oder es gab da gar keine Dawa. Weil die Muslime irgendwie gedacht haben, das ist übrigens ähnlich wie hier in Deutschland teilweise, gedacht haben, die Religion gehört ihnen. Ja? So, du bist kein Muslim, du bist dreckig, du kannst den Koran nicht haben und keiner hat einem irgendwas erzählt. Und er sagt, sie als Buddhisten waren da für die Muslime wie so Aliens, also mit Leuten, mit denen sie einfach nichts zu tun hatten, und es wurde auch überhaupt keine Anstrengung unternommen, die zum Islam einzuladen. So being a Buddhist is part of my nature. When I was very young, I love to go into the spiritual area of any religion. So because I was born in a Buddhist family, so I was involved in the temple. I was involved very close to the Muslim, not the Muslim monk, to the Buddhist monk. Yeah? Now, when I was serving in the Buddhist temple, I was exposed to a lot of the teaching, the values. Especially, Buddhism always encouraged the followers to be very humble, to meditate, to make some kind of yoga exercise, to make sure that you are healthy in your mind, in your body, so that you have a pure soul. Yeah? That is part of the training. Ja. Er hat gesagt, als Buddhist, also er hat dadurch immer schon so einen spirituellen Hang gehabt. Also ist in den Tempel gegangen und hat dann dort halt in dem Tempel halt meditiert und nachgedacht und er hat gesagt, dass die halt im Buddhismus auch sehr darauf geachtet haben, dass also der Verstand oder die Mentalität oder die mentale Kraft sozusagen gesund bleibt, ja. Und deswegen hat er sich also schon immer mit solchen spirituellen Dingen durch den Buddhismus, also hat er sich immer für so spirituelle Sachen interessiert. To be very brief with all of you, in the teaching of Buddhism, if you look carefully in the teaching of Buddhism, it is just based on two important points plus two other things. Number one is the concept of sukha and dukkha. Sukha and dukkha. Sukha and dukkha, Islamically, is called Bashira wa Nazira. Ja, also er sagt, das basiert, der Buddhismus, wenn man sich das anguckt, basiert auf zwei ganz wichtige Sachen, wo dann nochmal zwei dazukommen. Das ist Sukha wa Dukkha. Sukha wa Dukkha. Sukha wa Dukkha. Gut, okay. Sukha wa Dukkha. Und das ist das, was wir im Islam verstehen als Bashira wa Nadira, also als Frohbotschaft und Warnung. After the Sukha and Dukkha, we are talking about the Dharma and the Karma. Dharma and the Karma. Dharma, Karma. Dharma is the doctrine. Is the doctrine. Is the teaching. Karma is what we believe in Qadar and Qada. Ja. Und er sagte, dann gibt es nochmal zwei Konzepte, Dharma und Karma, wie ihr schon gehört habt. Und Dharma, das ist sozusagen die Glaubenslehre, so Akida.
Dharma, ja. Und Karma, das ist dann sozusagen wie das, was wir unter Qadr, also Vorherbestimmung, bezeichnen. So if you understand this now, then it's important for you to understand the meaning of Buddha. Buddha is not a name. Buddha is a title given to Gautama. Gautama is one of the princes. He is no God. He never said that he is God. He's just a prince who was looking for something that he missed, that he didn't have it when he was staying in the palace with his family. Now, when he was looking for something, because in the palace, in the time of Gautama, in the palace, the father remind all the people that is in the palace, do not show to his son any kind of suffering. Everything that happened in front, the son must be happy. Nothing but happiness. Okay. Also, dann geht es um Buddha. Buddha, das ist kein Name, das ist ein Titel von Gautama. Gautama is the name. Gautama ist sein Name und Buddha, das ist ein Titel. Das ist so ein Titel, sozusagen. Der ist kein Gott, da ist jemand searching for the truth, like this. Ja? Er ist jemand, der wahrheitssuchend war und der ist in einem Palast aufgewachsen, grown up in a palace, right? Und seine Eltern, die wollten nie, dass er irgendetwas Schlechtes sieht. Die haben ihn immer von allem Schlechten versucht fernzuhalten. So one day when he managed to leave the palace, follow the father for a tour outside the palace, Allah subhanahu wa ta'ala give him the opportunity to see the real life outside from the palace. There is a lot of people is living in suffering, pain, hunger, sickness. Now, then he start to think. When he start to think, in the Buddhist term, in the Sanskrit, they said is Buddh. Buddh means he start to think the awakening of Gautama. The word Buddh. Okay. Er sagt, er ist dann mit seinem Vater einmal rausgegangen. Und dadurch hat er dann gesehen, was wirklich in der Welt los ist. Weil die haben ihn ja versucht, von allem Schlechten fernzuhalten. Und dann hat er dort gesehen, den Schaden, wie die Leute halt Hunger hatten oder krank waren oder alle möglichen schlechten Dinge, die es dort gab. Und dann fing er an nachzudenken über diese Sachen. Und das nennt man dann Buddh und das ist das Awakening, sozusagen, das wird dann von ihnen als die Erweckung, das Aufwachen genannt. So when he had the awakening, he left the palace looking for an answer about what is real life. What is real life? He met a lot of saints, but he know that this saint is not going to help him to understand the real life. Until he have no other way to get the enlightenment except after he asked God. He meditate, he made khalwa under a boo tree, and then from there, God gave him the enlightenment. When he received the enlightenment, he is called Buddha. Buddha means the enlightened one. Also, er ist dann durch die Lande gezogen, um also Erleuchtung zu bekommen. Ja, und ist dann in eine Chalwa reingegangen, also dass er alleine gewesen ist und hat sich halt über diese ganzen Dinge, also Meditation und so on, hat dann über diese ganzen Dinge meditiert und sagt dann, dass er dann dadurch also von Gott Erleuchtung bekommen hat, dass er Gott sozusagen gefragt hat durch Meditation und dann Erleuchtung bekommen hat, ja. Now, after he was enlightened, the word Buddha, the enlightenment in Arabic is called Hidayah. The word Buddha in Arabic is called Hidayah.
Also, er sagt dann, dass das Wort Buddha eigentlich auf Arabisch Rechtleitung bedeutet, Hidayah. Ja? Also das heißt, danach hat er halt wohl seine Hidayah, sozusagen die Hidayah bekommen. Ja? Ja. Now, whether Gautama Buddha is a prophet or not, wallahu alam bisawa. We believe, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. That Allah have sent to every nation a prophet, a messenger, that will invite them to worship one God and abstain from worshiping other than one God, the Satan, things, humans, stones. Ja. Er sagt, ob das jetzt mal ein Prophet gewesen ist oder nicht, er sagt Allah